Hallo Leute, wie geht's? Ich hoffe, dass es euch super geht. Einer von euch hat mir vor kurzem in den Kommentaren eine interessante Frage gestellt. Soll man Filme und Serien auf Deutsch ohne oder mit Untertitel schauen? Ehrlich gesagt, ich glaube, zu diesem Thema gibt es mehr Mythen als Fakten. Ja? Viele Sprachlernende sind überzeugt, dass man die Untertitel möglichst schnell ausschalten sollte. Man hört oft Sätze wie, wenn du Deutsch lernen willst, musst du Serien ohne Untertitel schauen. Klingt logisch, ne? Aber was sagt eigentlich die Forschung dazu? Genau darüber sprechen wir heute. Und falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Muhaddese, ich komme aus dem Iran und ich bin Deutschlehrerin. Ich wohne hier in Deutschland und in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Videos zu liken. Dankeschön! Bevor wir anfangen, möchte ich euch eine Frage stellen. Wie schaut ihr normalerweise deutsche Filme und Serien? Mit deutschen Untertiteln? Mit Untertiteln in eurer Muttersprache oder ganz ohne Untertitel? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Fangen wir mit den Untertiteln in der Muttersprache an. Nehmen wir an, ihr lernt Deutsch und schaut eine deutsche Serie mit persischen, englischen oder türkischen Untertiteln. Der große Vorteil liegt auf der Hand. Ihr versteht die Handlung viel leichter. Ihr müsst nicht ständig stoppen, Wörter nachschlagen oder raten, was gerade gesagt wurde. Jetzt kommen wir zu deutschen Untertiteln und hier wird es interessant. Viele aktuelle Studien zeigen, dass die Untertitel in der Zielsprache für die meisten Sprachlernenden die beste Lösung sind. Warum? Weil ihr gleichzeitig hört und lest. Euer Gehirn verbindet die Aussprache mit der Schreibweise. Ihr hört ein Wort, ihr lest das Wort, ihr versteht das Wort. Dadurch prägt sich oft viel besser ein. Außerdem entdeckt ihr einige Ausdrücke oder Redewendungen und Wörter, die euch beim reinen Hören vielleicht gar nicht aufgefallen wären. Aber was ist mit Filmen ohne Untertitel? Sind die nicht die beste Methode? Die Antwort lautet, nicht unbedingt. Wenn ihr bereits ein sehr hohes Niveau habt, kann das eine hervorragende Übung sein. Denn im echten Leben gibt es schließlich auch keine Untertitel. Wenn ihr jedoch noch relativ viele Schwierigkeiten beim Verstehen habt, kann das schnell frustrierend werden. Stellt euch vor, ihr versteht nur 20 oder 30% eines Films. Dann trainiert ihr nicht unbedingt euer Hörverstehen. Ihr verbringt vielmehr 2 Stunden damit, verwirrt zu sein. Und genau hier kommt eine Regel ins Spiel, die ich persönlich sehr sinnvoll finde. Die sogenannte 70-80% Regel. Wenn ihr ungefähr 70-80% dessen versteht, was ihr hört, befindet ihr euch in einem idealen Lernbereich. Das Material ist nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Euer Gehirn versteht genug, um dem Inhalt zu folgen, und gleichzeitig gibt es noch genügend neue Wörter und Strukturen zu lernen. Wenn ihr dagegen nur 20% versteht, ist der Film wahrscheinlich noch zu schwierig. Und wenn ihr 100% versteht,
lernt ihr wahrscheinlich nicht mehr besonders viel Neues. Deshalb würde ich für die meisten Sprachlernenden Folgendes empfehlen. Wenn ihr auf A1 oder A2-Niveau seid, schaut deutsche Filme und Serien mit deutschen Untertiteln. Wenn gar nichts verständlich ist, könnt ihr zunächst mit Untertiteln in eurer Muttersprache schauen und später dieselbe Folge noch einmal mit deutschen Untertiteln schauen. Wenn ihr auf Niveau B1 oder B2 seid, deutsche Untertitel sind eure beste Option. Ihr trainiert gleichzeitig Wortschatz, Hörverstehen und Aussprache. Genau in diesem Bereich profitieren die meisten Lernenden besonders stark von Untertiteln in der Zielsprache. Wenn ihr bereits C1 oder höher seid, dann könnt ihr viele Inhalte problemlos ohne Untertitel schauen. Trotzdem benutzen auch Muttersprachler manchmal Untertitel, zum Beispiel bei Dialekten, schlechter Tonqualität oder komplizierten Dokumentationen. Es ist also keineswegs ein Zeichen von Schwäche. Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht mit oder ohne Untertitel, sondern verstehe ich genug, damit Lernen überhaupt stattfinden kann? Das ist viel wichtiger. Denn das beste Material ist nicht das Schwierigste, sondern das Material, das euch fordert, ohne euch zu überfordern. Was für einen Satz habe ich gesagt? Übrigens fragen mich viele von euch immer wieder, welche deutschen Serien und Filme eignen sich eigentlich zum Deutschlernen. Deshalb möchte ich euch heute ein paar Empfehlungen für verschiedene Niveaustufen geben. Wichtig ist dabei, die beste Serie ist nicht unbedingt die spannendste oder bekannteste Serie, sondern die Serie, die ihr größtenteils verstehen könnt. Wenn ihr nur 20% versteht, lernt ihr oft weniger, als ihr denkt. Wenn ihr aber etwa 70 bis 80% versteht, befindet ihr euch in einem idealen Lernbereich. Okay. Für Anfänger auf A1 oder A2-Niveau würde ich zunächst keine normalen deutschen Serien empfehlen. Stattdessen eignen sich Lernformaten deutlich besser. Zum Beispiel Nikos Weg. Jojo sucht das Glück. Oder Easy German. Ja? Diese Inhalte wurden speziell für Deutschlernende entwickelt und sind daher wesentlich verständlicher als normale Serien. Auf dem Niveau A2 bis B1 könnt ihr langsam mit echten deutschen Serien beginnen. Eine bekannte Empfehlung ist Türkisch für Anfänger. Und nein, das ist keine Serie zum Türkisch-Lernen. Es handelt sich um eine deutsche Comedy-Serie über eine deutsch-türkische Patchwork-Familie. Die Dialoge sind alltagsnah, die Sprache ist relativ verständlich und die Serie ist unterhaltsam. Gewalttätig. Miese Schulbildung. Der weiß nicht mal, dass man Für Lernende auf B1 bis B2-Niveau würde ich besonders diese Serien empfehlen. Die Kaiserin, Cleo, Biohackers. Ja, diese Serien bieten authentisches Deutsch, moderne Redewendungen und viele Situationen aus dem echten Leben. Kommen wir zu den Filmen. Wenn ihr nur wenige deutsche Filme schauen möchtet, würde ich besonders diese empfehlen. Goodbye Lenin, Almania, Willkommen in Deutschland und Das Leben der anderen. Ja, sehr, sehr gut. Ein sehr guter Film. Aber vor allem Almania ist für Deutschlernende interessant.
Der Film behandelt Themen wie Migration, Identität, Familie und kulturelle Unterschiede und eignet sich daher besonders gut für Menschen mit eigener Migrationserfahrung. Wenn ihr nach neueren deutschen Filmen sucht, habe ich 5 Empfehlungen für euch. 60 Minuten. Ein spannender Actionfilm über einen MMA-Kämpfer, der innerhalb von 60 Minuten seine Tochter erreichen muss. Perfekt für alle, die Action und modernes Alltagsdeutsch mögen. Exterritorial. Ein deutscher Thriller voller Spannung, Geheimnisse und überraschender Wendungen. Ideal für fortgeschrittene Lernende. Mein Sohn ist verschwunden. Ich will bitte mit der deutschen Polizei sprechen. Köln 75. Ein Film nach einer wahren Geschichte rund um das berühmte Köln-Konzert von Keith Jarrett. Besonders interessant für Musikfans. Künstler nach Köln gebracht. Wie kommt eine junge Frau wie Sie mit so vielen Musikern in Kontakt? Was Marielle weiß. Ein bewegendes Familiendrama mit einer ungewöhnlichen Idee. Eine Tochter erfährt plötzlich alles über ihre Eltern. Spannend und emotional zugleich. Es ist, als würde ich es selbst erleben. Und in die Sonne schauen. Einer der meistdiskutierten deutschen Filme des Jahres 2025. Ein anspruchsvoller Film für alle, die sich für modernes deutsches Kino interessieren. Vielleicht ist ja ich heiß in die Überjahren. Kennt ihr einen dieser Filme bereits? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Deutschlerntipps. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.